So, guten Tag alle zusammen. Wir zeigen euch heute unser Boot in einer Roomtour. Der WDR hat hier Zettel verteilt, die wir jetzt hier suchen und dann beantworten werden. Ich bin mal gespannt, um was für Fragen es geht. Auf jeden Fall werden wir euch heute hoffentlich ein paar Sachen von unserem Zuhause zeigen können. Thilo, ich habe da schon einen Zettel direkt bei dir vorne gesehen. Siehst du mal vor? Ja, warte einmal hier das Boot abwarten. Okay, dann fangen wir mal direkt mit den Zetteln an. Ich guck mal. Hey, warum willst du nicht den vorlesen? Guck da, so rum, wo ein anderer steht. Wo ist dein Lieblingsplatz auf dem Schiff und warum? Momentan ist mein Lieblingsplatz wirklich hier vorne. Wenn man ankert und Zeit hat, kann man hier zu dritt ganz entspannt in einer Runde sitzen, auch ein Sonnensegel aufspannen. Und hier hat man eine gute Fläche zum Abendessen und ist direkt am Wasser. Das ist, denke ich mal, mein Lieblingsplatz. Ich habe hier einen Zettel auch direkt von meinem Lieblingsplatz aus. Wenn einer über Bord geht, was dann? Das ist natürlich jetzt eine ganz unlustige Frage. Schwierige Frage. Also wenn einer über Bord geht, dann kann man nur hoffen, dass wir dann die Sicherheitsvorkehrungen schon im Vorfeld eingehalten haben, dass der eingepickt war, also gesichert über die Schwimmweste, dann hängt er seitlich am Boot. Wenn nicht, haben wir so kleine Signale an den Rettungswesten, damit kann man die dann eventuell wiederfinden. Man muss auf jeden Fall direkt umdrehen, versuchen zu finden, aber es darf nicht passieren. Ja, ist auf jeden Fall keine Option, deswegen ist die Frage eigentlich auch überflüssig, denn es darf nicht passieren, weil wenn es passiert, dann ist eigentlich schon einer tot. Es ist schon passiert, ne? Ja. Also nicht bei uns. Okay. Wie funktioniert das Duschen auf See? Steht hier. Also es kommt eigentlich ganz drauf an, wo man jetzt hinfährt. Wenn man weiß, man kommt jetzt irgendwie morgen an, dann haben wir hier eine Dusche, quasi selbst gebaut ist, quasi mit so einem kleinen Kanister und so einer Brause. Wenn man die dann vorher aufgefüllt hat und man hat genug Wasser, dann kann man die benutzen und sich mit Süßwasser duschen. Wenn wir jetzt allerdings länger irgendwie auf dem Atlantik sind, dann wird halt mit dem Eimer und Salzwasser. Thilo und ich haben im Bootshop dieses Duschgel gekauft, genau, wo man sich dann mit Salzwasser spülen kann. Extra für Salzwasser, mal gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Ich habe hier noch eine Frage versteckt. Habt ihr Angst vor der Atlantiküberquerung? Eigentlich habe ich überhaupt keine Angst. Ich bin einfach nur gespannt, wie das wird, wie die Erfahrung ist. Kennt man ja überhaupt gar nicht, 30 Tage auf der See zu sein. Aber jetzt mit der Mastaktion, der ist ja uns die Tage runtergekommen, ein Stück. Und wäre das auf dem Meer passiert, dann hätte ich höchstwahrscheinlich in der Situation Angst bekommen. Da vorne an der Ankerwinches hängt noch ein Zettel. Was ist euer erstes Ziel und was erwartet ihr von der Karibik? Unser erstes Ziel ist wahrscheinlich Martinique, weil wir das jetzt empfohlen bekommen haben, weil man da noch ein paar Sachen reparieren kann, die auf der Überquerung eventuell kaputt gehen. Sonst war das aber eher Zufall, dass das jetzt als Ziel ausgewählt war. Ich erwarte, dass es nicht zu heiß ist, dass man da entspannt Nicht zu heiß, es wird eh zu heiß werden. Du wünschst dir, dass es nicht zu heiß ist vielleicht? Ich erwarte, dass es zu heiß ist. Ich erwarte einfach, dass wir... das ist alles, was ich mir wünsche. Ich erwarte eigentlich, dass es so mal komplett anders ist als das, was wir kennen. Dass ich quasi Sachen sehe, die ich nur von Bildern oder aus Videos Ja, stimmt. kenne. Das erste Mal für mich, dass ich so die Grenzen von Europa verlasse und wirklich mal in exotische Gebiete komme. Deswegen, ich erwarte exotische Vielfalt. Man erwartet quasi, dass man nicht kennt, was einen erwartet. Ich erwarte auch exklusive Ankerspots an Traumstränden. Und perfekte Kitespots und warmes, klares, blaues Wasser, türkises Wasser. Okay, dann zeigen wir euch jetzt den Innenraum unten. Ja, gehen wir mal Beantworten rein. noch ein paar mehr Fragen. If the road I travel goes bad. Hier sind wir jetzt in unserer Küche, in unserem Wohnzimmer und in unserem Büro. Das ist alles in einem hier. Und hier halten wir uns die meiste Zeit auf. Auf jeden Fall, wenn schlechtes Wetter ist oder wenn es Abend kühl wird. Ja, klein, aber fein. Und starten wir direkt mit den Fragen wieder, oder?
Los Ja, geht's. Los geht's. Ich habe hier einen in Handgreifweite. Ja, nimm mal. Habt ihr Stammplätze und andere Bordmarotten? Haben wir, also jetzt hier am Tisch haben wir keine Stammplätze, wir haben halt die Betten, die Stammschlafplätze sind. Aber Bordmarotten, Mir fällt keiner ein. Mal, was ist denn eine Marotte so von uns? Kann man nur über den anderen wenn sagen, ne? ja, sag mal was über den anderen. Keine Ahnung, dass Jonas immer viel vorne rumliegen lässt, aber das ist ja auch sein Wohnort. Von daher kann er da machen, was er will. Ja, die Frage, ob du weniger rumliegen lässt. Aber egal. Nächste Frage. Wer möchte? Was macht ihr hier bei schlechtem Wetter? Also wenn schlechtes Wetter ist, dann kann man hier grundsätzlich eigentlich nur liegen. Arbeiten. Ja, genau. Wir haben meistens den Tisch runtergeklappt, wenn schlechtes Wetter ist und wir unterwegs sind, weil man sich dann hier eh nicht aufhalten kann. Und dann liegen wir quasi. Oder kann man hier zu dritt ganz gut einen Film gucken und so. Ja. Das lässt sich schon sehr gut aushalten, hier auch bei schlechtem Wetter. Dann gib mir mal die Frage am Topf. Wie kocht ihr bei krassem Wellengang? Ja, okay, das ist eine gute Frage. Das erweist sich auf jeden Fall als sehr schwierig. Von daher kochen wir bei krassem Wellengang immer nur einfache Gerichte wie Nudeln oder so. Aber wir haben auch einen kardanisch aufgehängten Herd, wie man sieht. Einachsig. Okay, das war zu viel. Und ja, der tariert schon relativ viel aus im Wellengang. Und dadurch kann man ganz gut kochen. Aber so Schnibbeln wie Obst, Gemüse und so ist schon schwieriger. Meistens hat man auch gar nicht so Bock, so richtig fett Ja, zu genau, kochen, es ist weil dann gleichzeitig anstrengend. die Stimmung. Man kann sich hier ganz gut festhalten, dann mit einer Hand, mit der anderen Hand irgendwie rühren oder was auch Und wenn wirklich krasser Wellengang ist, dann, wenn man hier unten ist und sich auf was konzentrieren muss, wird es auch sehr anstrengend und man wird schnell seekrank. Wer ist der beste Koch und ging auch mal was daneben? Daneben ging schon sehr ja. viel. schon öfter was. Wir hatten das, die Katastrophe war doch, was ist hier auf den Teppich Der Reis, geflogen? der ist der ganze Ach, der Topf, Reis. also es hat sich so stark hier runter Ja. bewegt, War ein dass kleinerer ein Topf. kleinerer Topf hier unten durchgerutscht ist und der ganze Reis auf den Boden quasi gefallen ist. Hey. Oh ja. Ganz aus, mach aus. Mal raus. Das war unser Funkgerät, das quatscht manchmal das Muss Video. natürlich immer an sein, wegen sicherheitstechnisch. Und ja, ich glaube, der beste Koch bin ich. Also ja, Leonie wird der beste Koch sein. Ich mache beim Spülen, kleckern wir manchmal hier so Wasser hin und dann läuft das alles in unser mega Geheimfach hier und so, aber das läuft. Ja. Nächste, ihr habt keine mehr, ne? Die letzte Frage ist hier am Kühlschrank. Ja. Geht ihr zum Pupsen an Deck? Warum musste ich diese Frage vorlesen? Ja, ist so genau deine Frage. Nee. Also ist mir jetzt auch noch nicht so direkt aufgefallen, dass ich dann hier irgendwie rumpupsen muss. So. Ich weiß nicht, dir? Und dir? Verrückte Frage, kann ich nichts zu sagen. Ich bin eh meistens draußen, von daher. Du bist meistens draußen. Ich oder? schlafe jetzt bald die Tage draußen, es wird warm. Ja. Also wahrscheinlich geht man zu Hause auch nicht unbedingt vor die Tür, ne? Jetzt hier eine Welle. Jetzt bin ich natürlich repräsentativ für diese Frage. Ich so viel erzählt habe. Leonie, sag doch mal. Also ich bin jetzt zum Pupsen und mir ins Deck gegangen, explizit. Sehr gut. Okay. Okay, jetzt geht Weiter der nächste geht's. Spot. Ihr stellt eure Koje vor hinten jetzt. Das heißt, ihr Genau. geht da rein und ich werde mich hier noch ein bisschen weiter entspannen. Los geht's. Genau, jetzt geht's zu unserem Bett. So, hier sind wir jetzt in Tilos in meinem Schlafzimmer. Hier ruhen wir uns nachts aus Genau. und versuchen zu schlafen, wenn es draußen schaukelig ist. Ja. Klein, aber fein. Wir haben aber auf jeden Fall richtig viel Stauraum, weil unter dem ganzen Bett ist alles frei. Wir haben hier überall Klappen und Fächer. Genau. Von daher ist es ganz nice. Ein bisschen dekoriert haben wir auch, damit man sich wohlfühlt. Leonie. So, dann fangen wir mal direkt mit den Fragen wieder an, oder?
Ja. Wie Komm an. oft, ich bin mal direkt stehen hier. Wie oft hast du dir hier schon den Kopf gestoßen? Tatsächlich geht's. Also das ein oder andere Mal, wenn man dann morgens aufwacht, dann stößt man sich hier unter dieser Kante, wenn man da so halb drunter schläft, mal den Kopf. Aber wir wechseln uns auch ab, wer da oder da schläft. Das heißt, ich bin hier nicht die Einzige, die sich den Kopf stößt. Genau. Leonie hat sich aber schon 100 Mal den Kopf oben am Deck gestoßen. Ja, hier, stimmt, hier da muss man wird's sich erst weniger. dran gewöhnen. Ja. Die Ecken und Kanten. So, nächste Frage. Was ist das Wichtigste, was ihr von zu Hause dabei habt? Was hast du? Gibt's die Frage jetzt an mich ab? Kann ich jetzt Ich habe gar nichts nachdenken? Wichtiges von zu Hause dabei. Ich habe nur meine Klamotten. Meine Also, Klamotten sind das Wichtigste. ich glaube eher so persönliche Gegenstände, die einem zu Hause irgendwie die Eltern oder Freunde noch mitgegeben haben. Meine beste Freundin hat mir noch für verschiedene Situationen Briefe geschrieben, die ich dann öffnen kann und kleine Glücksbringer. Das ist für mich am wichtigsten. Nein. Ja, ich habe nicht so richtig was, ne? Anziehsachen sind sehr wichtig für mich. Badehose. Badehose ist das Allerwichtigste. So, nächste Frage. Kauft ihr Souvenirs? Wenn ja, welche? Ich Boah. auf jeden Fall nicht. Ich kaufe keine. Ich habe welche schon gekauft, aber tatsächlich nicht für mich, sondern eher irgendwie, weiß nicht, für Freunde oder Familie. Boah, Nee, jetzt wird's hier es ist wackelig. halt auch nicht so viel Platz und hier hängt ja schon viel. Und wenn man jetzt immer mehr und überall kauft, ich meine, wir reisen ja immer weiter und es gibt überall was zu kaufen, dann hätte man wahrscheinlich hinterher echt ein bisschen zu viel Krimskrams hier rumfliegen, den man nicht braucht. Genau, ein paar Also- Erinnerungen sind immer gut, aber wir sind ja auch noch nicht so weit gekommen, dass man jetzt so richtig heftige Souvenirs Nee. einkaufen kann. Man kann so, weiß nicht, aus der Natur vielleicht ein paar kleine Sachen sammeln. Muscheln habe ich schon ein paar mitgenommen, aber Okay, nächste Frage. Ein Leben ohne Türen, wie geht das als Liebespaar? Wie geht das? Ja, wir haben zwar keine Türen, aber wir haben Vorhänge, die Leonie selbst geschneidert hat. Die kann man hier vorhängen, dann hat man wenigstens optisch ein Zimmer für sich alleine. Aber eigentlich klappt das ganz gut auch ohne Türen. es geht hier um die Ecke, der Gang ist noch da und hier ist ja das Bett. Das heißt, wenn jetzt da jemand stehen würde im Gang und man hier irgendwie im Bett liegt, dann Man sieht sich eh nicht. Wird man gar nicht da ist gesehen. noch ein Man hat- 2 Meter langer Gang und das trennt quasi so die Privatsphäre vom Wohnzimmer, wo alle sich aufhalten. Und das ist auch ganz gut, weil dann hat man hier hinten seine Ruhe und in den Gang wird eh nie einer gehen eigentlich. Und von daher hat man hier hinten seine Ruhe Ja. und auch von der Lautstärke. Wenn Jonas vorne ist und wir beide hier hinten, hört man den kaum noch. Da muss er schon richtig anfangen zu rufen, um uns irgendwas mitzuteilen. Ja, ist erstaunlich ruhig eigentlich. Genau. Ähm, Hier ist noch eins. Kleiner Kleiderschrank. Wie geht das im Alltag? An sich reicht Klar. das vollkommen aus, Ja. die Kleidung, die wir dabei haben, sogar eigentlich so viel, dass man hab eigentlich zu ist viel es, dabei. ja, es ist wie zu Hause, dass man tatsächlich immer noch Sachen da hat, Hier. die jetzt quasi, die man gar Alles nicht voller anzieht. Klamotten. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich ungefähr doppelt so viel den Kleiderschrank aufräume wie zu Hause. So, ich kram das da schon einmal oder alle 2 Wochen da alles raus und leg das vernünftig da wieder rein, weil sonst findet man halt nichts mehr und man muss immer viel wühlen. Aber das ist in Ordnung. Also es schränkt mich, für meinen Teil überhaupt nicht ein. Man kann sich nicht beschweren, ist auf jeden Fall ganz nobel hier, ganz Ja. schick. Auf jeden Fall. Bisschen klein, aber das kann man mitarbeiten. Mir gefällt das hier gut. Okay, das war unser Schlafzimmer, unser Rückziehort und ja, das war's. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Wohnzimmer oder in die Küche. Doch ich fühle mich federleicht, weil es sich fast immer lohnt. Dann gucke ich mal, was für Fragen da vorne stehen. Und so erscheint es nicht zu bleiben, wie es ist, fast schon wie. Hier steht schon mal eine. Zeig mal, wie großer Kerl hier schlafen kannst. Wow, was war da draußen? Ey? Tilo, guck mal, ob wir noch richtig stehen. Ja. Also hier ist eine Cam jetzt, aber dann zeige ich, wie ich schlafen würde.
Ich habe auch mal andersrum gepennt, aber jetzt gerade penne ich immer so. So und so. Oh. Kann ich hier eigentlich auch so liegen bleiben einfach? Nächste Frage. Nehme ich mal die. Würdest du dir wünschen, hierbei zu zweit zu schlafen? Ja. Also wenn ich jemanden treffen würde, der Bock hat, hier mitzufahren und also das cool ist und so, auf jeden Fall. Sonst lieber auch alleine. Dann, wann hast du mal Schiss an Bord? Also, als Thilo und ich jetzt letztens mal alleine gefahren sind und es so richtig knallt hier unter Deck, solche Geräusche sind zwar normal, aber dann liegt man hier schon und denkt sich, ja, war das jetzt irgendwie doch was im Wasser oder ja, so Horrorszenarien kommen halt dann mal schnell in den Kopf. Aber sonst alles gut. Wie sehr vermisst du dein Bett von zu Hause? Eigentlich vermisse ich mein Bett von zu Hause überhaupt gar nicht, weil ich hier mindestens genauso entspannt schlafen kann. Oder noch besser eigentlich. Ich kann hier noch so ein Zwischending reinmachen, wenn ich Bock habe. Dann ist das auch sogar breiter und größer als das zu Hause. Und ja, richtig entspannt. Und eigentlich ist es auch so ein Boot, also ist genauso komfortabel wie zu Hause. Ist nicht wie so ein Auto, vielleicht Van, wo man noch eher so das Klima von draußen hat. Schon sehr, sehr entspannt. Und die letzte Frage, du liegst direkt am Klo, ist das mal übergelaufen? Das Klo ist noch nie übergelaufen, das war immer alles easy und auch generell alles easy. Habe ich mir am Anfang auch gedacht, irgendwie so nah am Klo, aber ist eigentlich gar kein Problem hier. Hier hat man noch so einen Vorhang, wenn man irgendwie jetzt Privatsphäre mal braucht, kann man auch für sich hier sein und ja, sehr entspannt. Und jetzt habe ich richtig Bock auf einen Kaffee. Stehhöhe ist natürlich irgendwie. Ja, das war's mit unserer Roomtour. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Einblick von unserem Bötchen. Hier sind wir gerade im Cockpit und das war's. Genau, wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Und abonniert den Kanal von WDR Reisen, wenn ihr noch mehrere Videos von uns auf dem Kanal in Zukunft sehen wollt und euch für Reisen interessiert. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.